Die deutschen Untertitel und Stimmen in diesem Video wurden automatisch erzeugt. Bitte melde dich bei uns, wenn du eine Rückmeldung hast. Hallo zusammen, willkommen zurück zur Believers Voice of Victory Sendung. Ich bin Courtney, die Enkelin von Kenneth und Gloria Copeland. Und heute sitze ich hier mit einem guten Freund von mir, Grant Skeldon. Und alle kennen und lieben Greg Stevens. Heute setzen wir das Gespräch fort über den Einfluss von mehreren Generationen, Jüngerschaft. Und worum geht's heute eigentlich? Also heute reden wir über dieses Projekt, an dem ich gerade arbeite, nicht immer zu schauen, was an der nächsten Generation falsch läuft, sondern mal zu fragen, was klappt eigentlich schon gut? Ich habe das große Vorrecht, mit diesen jungen Leitern persönliche Retreats zu machen, damit sie gesund bleiben, mit Überzeugung leben und richtig stark sind in dem, was sie tun. Man sagt ja oft, Führung kann einsam sein, deshalb wollen wir dafür sorgen, dass diese jungen Leiter, die im Glauben wachsen, auch gut ans Ziel kommen und den guten Lauf vollenden. Ich habe das Vorrecht, mit diesen Rednern, Autoren, Musikern, Leitern von christlichen Organisationen und Profisportlern zusammen zu sein. Sie sind in ihren 20ern oder 30ern, starke Christen und haben richtig viel Einfluss. Und da habe ich angefangen zu überlegen, was ist eigentlich in ihrer Geschichte passiert, dass sie da gelandet sind, wo sie heute stehen. Gerade in einer Zeit, in der so viele junge Leute die Kirche verlassen und sie trotzdem für die Gemeinde in Leiterschaft gegangen sind. Da sind ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die wir auch in vielen biblischen Geschichten mit jungen Leuten sehen, die sie zu den Leitern gemacht haben, die sie heute sind. Ich habe da mal eine Frage an dich, Grant. Es gibt Gemeinden, bei denen gerade ein Wechsel in der Leitung passiert und manche sagen dann, wir wollen jünger werden. Ist es wirklich die Lösung, einfach nur jünger zu werden, um zu wachsen und weiterzukommen? Nein, auf keinen Fall. Wir stehen vor der Herausforderung, dass die ältere Generation in meiner Gemeinde, wir sind eine Gemeindegründung, gerade mal 2 Jahre alt und ich gehöre schon zu den Älteren. Und lustigerweise bin ich total leidenschaftlich, was Jüngerschaft angeht, aber wenn ich versuche, das unserer Gemeinde beizubringen, sind ihr das, wenn man eine Kirche betritt oder überhaupt einen Raum, aber vor allem eine Kirche, dann schaut man sich erstmal um und denkt, sind das Leute, mit denen ich mich identifizieren kann? Gibt es hier jemanden, der so ähnlich aussieht wie ich oder Menschen, die gerade in einer ähnlichen Lebensphase sind? Denn wenn du einer Kleingruppe oder Gemeinde beitrittst und ständig nur mit Leuten zusammen bist, die gerade eine ganz andere Lebensphase erleben, dann ist das nicht möglich. Es ist einfach so, dass es hilft, wenn man sich mit Leuten umgibt, die ähnliche Lebensphasen durchmachen und gemeinsam in Gottes Wort Weisheit für genau diese Zeit sucht. Ich glaube tatsächlich, unser Problem ist, wir sehnen uns nach Weisheit, aber wir haben gar nicht so viele Menschen, die wir wirklich fragen können. Deshalb glaube ich nicht, dass die Antwort einfach ist, nur noch auf die Jungen zu setzen. Ich glaube nicht, dass wir gleich alles über Bord werfen müssen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin überzeugt, die Kirche ist am stärksten, wenn wir wirklich vereint und gemeinsam unterwegs sind. Okay, nimm uns da mal mit hinein. Ja, genau. Also ich möchte auf etwas eingehen, das mir aufgefallen ist. Ich sehe diese starken Beziehungen zwischen jemandem aus der älteren Generation und jemand Jüngerem. Und der jüngere Mensch entwickelt sich dann zu einer richtig starken Leitungspersönlichkeit, demütig, motiviert, geistlich reif, gegründet im Wort Gottes. Oft sehe ich dabei das Muster, dass es schon früh jemanden Älteren in ihrem Leben gibt, der wirklich alles für sie einsetzt, an sie glaubt, in sie investiert und ihnen wirklich mal eine Chance gibt. Einer dieser Schritte ist, dass sie ihnen eine verrückte Verantwortung übertragen, wie ich es nenne. Ich würde euch da echt gern fragen, da bin ich mir sicher. Eigentlich euch beide. Erzählt mal von diesen Momenten, wo erstens jemand einem Zuspruch gibt für eine Gabe, die man hat, und zweitens, wenn jemand sagt, hey, ich stehe hinter dir, ich will dich unterstützen. Es müssen übrigens gar nicht immer dieselben Leute sein. Aber was oft passiert ist, dass sie plötzlich eine riesige Verantwortung übernehmen müssen, wo sie sich fühlen, als würden sie ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß nicht, ob das dann sowas ist wie, hey, du predigst morgen? Ich habe das oft bei Leuten im Gemeindedienst gesehen, sie sagen dann, wow, ich war eigentlich überhaupt nicht bereit dafür. Und dann sagt der leitende Pastor sowas wie, du machst das am Sonntag. Ein Pastor hat mal erzählt immer, ich war die ganze Nacht wach und habe studiert. Ich wünschte, ich hätte Wochen zur Vorbereitung gehabt. Aber er war eben nervös. Und trotzdem hatte er so die Chance, sich auszuprobieren und die Stimme Gottes zu hören. Ich habe das auch beim Militär gesehen, wo gesagt wird, hey, wir vertrauen dir das jetzt an. Wenn man mal darüber nachdenkt, heutzutage geben wir jungen Erwachsenen Verantwortung über Millionenwerte und große Verantwortung auch im Ausland. Und genau solche Situationen, die uns herausfordern, hat Jesus auch für seine Jünger geschaffen. Sie waren nicht immer perfekt in dem, was sie taten. Sie wurden ein Stück weit herausgefordert und sind dadurch gewachsen. Es ist okay, wenn sie scheitern, oder? Ich glaube, gerade in den Momenten, wo wir scheitern, merken wir, oh hey, Gott hebt uns wieder auf. Und ich will noch sagen, denk zurück an die Momente, in denen du dich so fest an Gottes Wort geklammert hast, wo du seine Verheißungen festgehalten hast, gewachsen bist
und richtig hungrig nach seinem Wort warst. Meistens war das genau in diesen härteren Zeiten unseres Lebens, wo wir herausgefordert wurden. Ironischerweise, wenn ich Leute frage, hey, welche Zeiten haben dich am meisten geprägt und geformt? Das waren meistens die Phasen, die man eher als schwierig bezeichnen würde. Wir haben uns in dieser Zeit mehr denn je auf den Herrn verlassen. Aber wenn ich dich fragen würde, würdest du diese Zeit aus deinem Leben löschen wollen? Würdest du diese Phase aus deiner Geschichte streichen wollen? Dann sagen sie, nein. Ich frage dann, möchtest du nochmal in diese Zeit zurück? Und sie sagen, nee, das auf keinen Fall. Also gibt es diese Spannung, nein, ich will nicht zurück, aber ich will sie auch nicht auslöschen. Gott hat da wirklich etwas Wunderbares getan. Deshalb glaube ich, dass diese Zeiten, in denen wir herausgefordert werden und vertrauen müssen, total wichtig sind. Kannst du mir ein Beispiel aus der Bibel nennen, wo jemand genau das gemacht hat, also sozusagen jemanden ins kalte Wasser geworfen hat? Das kalte Wasser? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, einer der unterschätzten Helden in diesem Bereich ist Saul. Saul bekommt viel Kritik ab. Klar, am Ende hat er ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Aber eins muss man Saul wirklich lassen. Gerade am Anfang hatte David nicht viele Leute, die an ihn geglaubt haben. Es ist echt traurig, dass selbst Davids eigener Vater anscheinend nicht an ihn geglaubt hat. Zumindest nicht so sehr, dass er ihn überhaupt als Möglichkeit in Betracht gezogen hätte, als Samuel gekommen ist. Samuel kommt vorbei, es sind all die Brüder da und er gibt ihm nicht mal die Chance, überhaupt eine Option zu sein. Er sagt ja nicht, du musst David empfehlen, aber ihn nicht mal anzubieten, gar nicht erst als Möglichkeit zu zeigen. Das ist schon krass. Wenn ich sein Sohn gewesen wäre, hätte ich gedacht, Mann, ja, was stimmt denn nicht mit mir? Warum kann ich nicht wenigstens theoretisch in Frage kommen? Da hätte ich schon so eine innere Blockade entwickelt nach dem Motto, okay, nicht mal mein eigener Vater glaubt an mich. Er hat mich einfach rausgeschickt, um Schafe zu hüten und dann ja auch seine eigenen Brüder. Der einzige Grund, warum er überhaupt auf dem Schlachtfeld ist, dass er seinen Brüdern etwas zu essen bringen wollte. Also selbst seine Brüder fragen ihn, was machst du eigentlich hier? Sie scheinen ein bisschen genervt von David zu sein. Wenn ich jetzt denke, mein Vater glaubt nicht wirklich an mich und meine Brüder sind irgendwie auch genervt von mir. Aber dann ist da Saul. Wir denken ja oft, dass die jungen Leute die Gemeinde verlassen, weil wir ihnen zu viel zumuten. Ich glaube aber, vielleicht fordern wir sie einfach zu wenig heraus. Es sind die herausgefordert werden. Courtney ist da ein super Beispiel. Ich fand die Geschichte toll, die du diese Woche erzählt hast, wo dein Vater gesagt hat, ich setze dich in verschiedene Bereiche der Gemeinde ein. Wir fordern dich heraus, du wirst dienen und dabei einen umfassenden Einblick bekommen, was hier alles passiert. Genau solche Erlebnisse prägen unseren Glauben. Kurz gesagt, er kommt zu Saul und bekommt eine Riesenchance. Das war riesig. Es war absolut entscheidend. Sauls Kopf stand auf dem Spiel. Wenn David gegen Goliath scheitert, dann ist das nicht einfach nur ein kleiner Fehler oder so. Das hieße, wir dienen dann den Philistern. Aber er hat wirklich alles riskiert. Ich denke, David hatte echt Demut. Da war eine Autorität, da lag wirklich Gottes Hand sichtbar auf Davids Leben. Aber Saul hat sich da wirklich extrem eingesetzt. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Es war eine starke Sache, also sie so zusammenkam. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, wo Saul wirklich alles riskiert hat für David. Aber die Herausforderung kam sehr schnell und er fing an, sich zu vergleichen. So nach dem Motto, ja, jetzt bekommt er seinen Applaus und jetzt wird er dafür gefeiert, dass er 10.000 erschlagen hat. Und ich glaube, das Entscheidende ist, manchmal tappen wir in die Versuchung, dass wir sagen, ich will Gottes Namen groß machen. Wir sprechen nicht oft darüber, aber es gibt da sowas wie eine unausgesprochene Regel in unserem Herzen, aus der wir herausreifen müssen. Wir wollen Gottes Namen groß machen. Aber manchmal, ganz unterschwellig in unserer Seele, hoffen wir dabei auch, dass unser eigener Name mitwächst, während wir seinen Namen groß machen. Aber das Geheimnis dahinter ist, glaube ich, dass wir viel mehr wie Johannes sein sollten, der sagt, nein, ich muss abnehmen, damit er größer werden kann. Und das habe ich genau hier. Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 3, da kommt Jesus jetzt, um sich taufen zu lassen. Und in Vers 30 sagt Johannes, das ist sein Cousin, sie sind nur 6 Monate auseinander und Johannes hat einen großen Dienst. Und manche von den Jüngern des Johannes werden Jesus direkt danach nachfolgen. Darum ist meine Freude jetzt vollkommen. Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Damit spricht er von Jesus. Und die Reife, die er hatte, zu erkennen. Mein Auftrag ist, den Weg für ihn vorzubereiten. Und sich das bewusst zu machen und dann auch noch zuzulassen, dass einige seiner Jünger gehen und Jesus nachfolgen. Also, manchmal frage ich mich echt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber Jesus hat uns gelehrt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Und ich glaube, das ist genau diese Phase, wo wir wachsen und reifen. Es ist einfach so stark. Wann war dieser Moment in deinem Leben, wo das dir passiert ist? Hat jemand mal für dich richtig was riskiert? Als Pastor oder als Dozent? Wann war das bei dir? Also, das ist mir schon mehrfach passiert. Einmal bei Bruder Hagin und das war echt beängstigend. Wir waren unterwegs.
Wir sind in einer Gemeinde. Ich kenne diese Leute nicht. Und er packt mich. Der Gottesdienst ist vorbei. Er nimmt mich beiseite und sagt, komm mal her, Greg. Und er sagt, ich möchte, dass du für diesen jungen Mann hier betest. Er ist 15, 16, 17 Jahre alt. Seine Mutter steht direkt daneben und sie weint. Sie ist verzweifelt. Und er sagt, ich habe ihn ausgebildet. Er wird mit dir beten. Und dann gehe ich hin und will mit ihm beten. Bruder Hagin hat gesagt, nein, nimm ihn mit in diesen Raum und bete mit ihm. Also nehme ich ihn ganz schnell mit in den Raum, nehme ihn rüber. Und gerade als ich seine Hände nehmen will, um für ihn zu beten, kommt auf einmal diese Stimme aus ihm raus. Seine Augen rollen nach oben. Ich denke nur, oh Herr, ist das ein Dämon? Was ist das? Das hat mir richtig Angst gemacht. Es kam mir vor, als würde es ewig dauern. Und schließlich haben einige von uns zusammen gebetet. Und der Mann hat sich bekehrt und war total erleichtert. Und ich bin zu Bruder Hagin gegangen und habe ihn angeschaut. Der Mann ist zur Tür rausgegangen und hat angefangen zu lachen. Und ich frage ihn, wusstest du das? Und er sagt, ja. Er sagt, aber das war nur eine kleine Sache, weißt du? Aber das war etwas, das er mir machen ließ. Ein anderes Beispiel ist dein Großvater. Eines Tages sagt er einfach ganz spontan, morgen nehmen wir zusammen etwas auf, okay? Und dann, bei einer Pastorenkonferenz, hat er dasselbe gemacht. Er hat mich am Montagabend angerufen, sagt er. Die Pastorentagung fängt am Dienstag an. Es war Montagabend. Das war ein Abendessen mit ein paar Leuten. Er sagt, morgen früh bist du dran. Du predigst. Ich habe gedacht, ich habe gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Also, diese beiden geistlichen Leiter, die das für mich gemacht haben, dafür bin ich echt dankbar. Wirklich dankbar. Ja, ich denke zum Beispiel daran, dass Barnabas das auch ein Stück weit mit Saulus gemacht hat. Ich meine, es war ja nachvollziehbar, dass die Christen ein paar Jahre lang Angst vor Saulus hatten. Als Saulus dann zu Paulus wurde, dachten sie, der hat uns doch verfolgt und getötet. Und es heißt, jahrelang hat er gelernt, aber er war nicht mit den Jüngern verbunden, bis Barnabas kam. Und Barnabas hat gesagt, ich hole die Jünger. Er hat sie einander vorgestellt und dabei seinen Ruf aufs Spiel gesetzt. Und ich komme zu dir, weißt du, ich ehre das wirklich, weil du, seit ich dich kenne, von Anfang an jemand bist, der einfach Ideen im Herzen hat. Du bleibst nicht einfach auf irgendeinem Level stehen. Du bist jemand, der Kreativität und Zielstrebigkeit reinbringt in das, was du tust, in jedes Projekt, das ich bei dir gesehen habe. So war das wirklich. Was denkst du, warum ist es für die ältere Generation oft so schwer, wirklich mal ein Risiko einzugehen? Und warum glaubst du, fällt es jungen Leuten schwer, mit so einer Weisheit und Zielstrebigkeit zu reagieren, wie du sie oft gezeigt hast? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Weißt du, was viele vielleicht überrascht? Ich habe ehrlich gesagt von meinem Opa den wenigsten Widerstand gespürt. Von ihm merke ich tatsächlich am meisten Unterstützung und Antrieb. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich eine Frau mitgebracht, die unserer Familie sehr nahe steht. Und sie hatte immer wieder Anfälle. Ich habe gesagt, Opa, leg doch bitte die Hände auf sie. Sie hat jetzt gerade einen Anfall. Er sagte, mach du das und geht einfach weg. Weißt du, das war das erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe. Sie wollte ja eigentlich zu ihm. Dass sein Vertrauen in mich und das, was ich über die Autorität des Gläubigen wusste, einfach ausgereicht hat. Ist dann einfach weitergegangen. Und ein anderes Mal, wo mein Opa mich echt gestärkt hat, war, wo ich damals so ein Partnertreffen in Chicago moderiert habe. Und er sagt, kennst du was von den Rindern auf 1000 Hügeln? Wem gehören die eigentlich? Und ich so, naja, eigentlich Gott, aber irgendwie sitzen wir ja mit Christus zur Rechten des Vaters. Also, streng genommen, eigentlich uns. Und er sagt, perfekt, geh und predige das beim Opfer. Darum geht's heute Abend in meiner Predigt. Und ich war so, wie alt war ich da eigentlich? 21. Ich hatte vorher noch nie zu so einem Publikum gesprochen. Deshalb war ich sofort richtig nervös und hatte Angst. Dann bin ich nach vorne gegangen und habe angefangen zu predigen. Und schließlich ist er dann auf die Bühne gekommen. Also habe ich gedacht, Mist, jetzt habe ich es vermasselt. Ich dachte, er hatte das Gefühl, dass er mich korrigieren muss. Und er meinte so, ich mache jetzt einfach weiter. Du hast mir echt den perfekten Einstieg gegeben. Und ich mache jetzt einfach genau an dieser Stelle weiter. Und dann hat er einfach angefangen zu predigen. Bis heute weiß ich nicht, ob er einfach versucht hat, mich irgendwie da rauszuholen, weil ich etwas Falsches gesagt hatte. Oder ob es wirklich einfach so eine Lernerfahrung war. Ich glaube, er wollte mich einfach ermutigen. Vielleicht kann ich ihn einfach fragen. Dann habe ich endlich Gewissheit in meinem Herzen. Aber er hat mir definitiv den wenigsten Widerstand geleistet, wenn es um Kreativität und die Veränderungen geht, die ich im Dienst einbringen wollte. Eigentlich kam der meiste Widerstand von den Leuten, die schon seit 30 Jahren für ihn arbeiten und immer das Gleiche machen. Und ich weiß, dass sie nicht das Gefühl haben, gegen mich zu sein. Aber für mich fühlt es sich so an, als müsste ich ihnen immer wieder beweisen, dass ich begabt genug bin, um uns in eine andere Richtung zu führen. Aber bei meinem Großvater hatte ich dieses Gefühl nie. Darf ich das mal so ausdrücken? Ich saß eines Tages am Strand in Kalifornien, habe meinen Kindern beim Spielen in den Wellen zugeschaut und habe das Meer beobachtet. Und dann habe ich Gott sagen hören, der größte Widerstand gegen die neue Welle, die hereinkommt, ist die vorherige Welle, die zurückgeht.
Aber wenn du das lernst, dann merkst du, genau da entsteht die Spannung, auf der du surfen kannst. Also steh darüber und reite die Welle. Und ich will nicht die Generation sein, die Gottes neue Welle aufhält. Ich glaube, du willst das auch nicht. Wie bringen wir das also dieser Gemeinschaft bei, dass sie die Welle mitreitet, statt sich dagegen zu stellen? Es ist aber schon beängstigend. Ja, ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass wir halt das kennen, was wir kennen, und wir merken, irgendwas muss sich ändern, aber wer hat die Antworten und wie soll das gehen? Stell dir vor, du wärst einer der Soldaten, die schon 40 Tage mit Saul da stehen und von Goliath verspottet werden. Dann würdest du dich vielleicht auch fragen, bist du dir da sicher? Bist du dir wirklich sicher? Saul, du riskierst ja auch mein Leben damit. Du riskierst doch unser aller Leben. Deshalb finde ich es gut, wenn wir sehen, hey, das ist schon beängstigend, aber selbst bei Mose war es nicht einfach. Sie wollten am liebsten einfach wieder zurückgehen. Ins Unbekannte aufzubrechen, ich glaube, das ist für keine Generation einfach. Bevor David eine Krone bekam, stellte Gott ihm einen Riesen in den Weg. Und bevor Mose ein Land hatte, war er in der Wüste. Und bevor Josef am Hof war, saß er im Gefängnis. Also, in all diesen Dingen, wenn er dich wahrnimmt und du weißt, dass du zu etwas berufen bist, dann sei dir bewusst, dass es vielleicht eine Zeit der Prüfung gibt, dass du vielleicht eine Weile im Verborgenen bist. Und ich glaube, wie David sich in der Höhle verhalten hat, das hat letztlich dazu geführt, dass er auf den Thron gekommen ist. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie Jesus, also diese Idee, dass wir diese wunderschöne Botschaft und diese riesige Verantwortung an Leute weitergeben, die vielleicht nicht unsere erste Wahl wären, das war von Anfang an so. Jesus hat Jünger ausgesucht, die wahrscheinlich damals und auch heute nicht jeder ausgewählt hätte. Hatten sie überhaupt einen Plan B? Ich glaube einfach, dass gerade diese Menschen zeigen, wie wunderbar Gott ist. Ich finde, das lässt Gott großartig aussehen. Für mich zeigt das, dass wirklich er das Sagen hat. Das ist fast so wie bei Gideon, der da rumzieht und einfach Trompeten bläst. Gott gefällt es, wenn es einfach keinen Sinn ergibt, wie das Ganze funktioniert. Ja, er ist völlig in der Unterzahl, es ergibt keinen Sinn, aber genau da kann Gott so richtig groß wirken. Und auch bei Deahaneel und den 3 Freunden, die ins Feuer geworfen werden, wenn Gott erscheint, reagiert sogar der König und sagt, wow, das ist wirklich Gott. Eigentlich sagt er sogar, wir müssen diesem Gott dienen. Und deshalb glaube ich, dass solche Momente wirklich Kraft haben. Aber letztendlich, denkt mal an Jesus. Das wichtigste Vorbild, auf das wir schauen sollten, ist doch sogar Jesus selbst. Ich habe schon oft drüber nachgedacht, auf wie viele Arten Jesus das Evangelium hätte teilen können, so dass es wirklich die ganze Welt mitbekommt. Ich meine, das klingt ein bisschen verrückt, aber ich habe mir gedacht, er hätte es sogar auf den Mond schreiben können. Er hatte doch die Macht, sowas zu tun. Er hätte uns ja auch einfach davon träumen lassen können. So wie wir hören, dass jetzt wo muslimische Brüder und Schwestern zu Jesus finden. Sie hatten nicht mal Träume, in denen sie Jesus gesehen haben. Es gäbe so viele Möglichkeiten, wie ein allwissender, allmächtiger Gott das hätte machen können. Aber er entscheidet sich für diese Jünger, nicht mal für die besten Pharisäer oder geistlichen Leiter der damaligen Zeit. Er beruft genau diese Jünger. Übrigens, ich sage das, weil ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht denkst du dir, ja, wenn ich so richtig starke junge Leiter kennen würde, dann würde ich auch was riskieren. Die Jünger waren manchmal echt schwierig drauf. Also die lagen auch mal daneben. Sie waren nicht die allerbesten. Und es ist ja nicht mal so, manchmal sagen wir, hey, der muss erstmal Praktikant sein. Und wenn sie sich dann lange bewährt haben, dann, also ich meine, es gehört schon dazu, dass man schaut, ob sie bereit sind, erstmal kleine Aufgaben zu übernehmen, bevor es um die Großen geht. Ich will das auf jeden Fall anerkennen. Aber es war nicht nur so, dass sie in den ersten Jahren Fehler gemacht haben, sogar später noch, schon am Anfang, haben sie darum gebeten, links und rechts neben dem Vater sitzen zu dürfen. Sie fragen, hey, willst du Feuer vom Himmel fallen lassen, um diese Bösen zu verbrennen? Das haben sie Jesus gefragt. Das sind ziemlich unreife Gebetsanliegen. Sie konnten die Dämonen nicht austreiben. Und am letzten Tag schliefen sie sogar ein, während er Blut schwitzte. Einer von ihnen hat am letzten Tag sogar einem Mann das Ohr abgehauen. Also in meinen Augen ist das jetzt nicht gerade die beste Evangelisationsstrategie. Einer von ihnen hat ihn sogar verleugnet. Einer hat ihn sogar im Stich gelassen und verraten. Das zeigt einfach, hey, Beziehungen sind manchmal echt kompliziert. Es ist riskant, aber wir sehen immer wieder, dass Gott genau das tut. Und er hat diese Jünger ausgewählt. Und er hat auch uns ausgewählt. Dann hat er die Heiden ausgewählt. Sogar da, als Petrus zu Cornelius ging, war er erstmal völlig überrascht. Jetzt öffnen wir uns dafür. Also wir bringen das Evangelium zu den Menschen, die damals sicher nicht die erste Wahl waren. Aber ehrlich, das lässt Gott groß dastehen. Und trotzdem, obwohl die frühe Gemeinde verfolgt, getötet und zu Märtyrern gemacht wurde, wächst sie immer weiter. Und es zeigt einfach immer wieder, dass Gott am Wirken ist. Und ich würde sagen, heute sieht es vielleicht düster und dunkel aus, aber es ist oft dunkel,
bevor eine große Erweckung kommt. Und ich bin überzeugt, dass Gott am Wirken ist und Menschen wie uns gebraucht, um das Evangelium auch heute weiterzugeben. Ich habe von dir öfter gehört, dass du viele dieser Veränderungen als Schlüsselmomente bezeichnest. Kannst du uns das mal aus der Perspektive der Gebenden und der Empfangenden erklären? Und bei den Beispielen, die du gerade geteilt hast, wie können wir auf der empfangenden oder auch auf der gebenden Seite stehen? Also das sind eben diese Momente, du hast da ein paar Beispiele genannt, ein paar solche Situationen. Das sind so Erlebnisse, die keine Predigten waren, aber trotzdem tief bei uns hängen bleiben. Sie sind wie kleine Steinchen im Schuh. Weißt du, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Leiter, dann fängst du an, dich auch selbst so zu sehen. Ich bin ein Leiter, ich werde da sein. Das habe ich bei dir gesehen. Ich habe bei dir gesehen, dass du mit einer Leiterhaltung in Situationen gehst, anstatt einfach zu sagen, naja, ist halt so. Wir nehmen das einfach so hin. Nein, du überlegst, wie kann ich das ein bisschen besser machen? Und ich glaube, das ist wirklich eine Gabe von Gott, so etwas tun zu können. Ich finde, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ehrlich gesagt erzähle ich das nur ganz selten. Das ist echt eine gute Frage, die du ansprichst. Wie funktioniert das eigentlich für beide Seiten? Weil ich glaube, eine gute Beziehung sollte nicht nur nehmen, es sollte so sein, dass wir geben und empfangen. Das ist jetzt vielleicht eine etwas zufällige Geschichte, aber ich glaube wirklich, wenn wir viel in die nächste Generation investieren, fühlt es sich anfangs vielleicht nach einer Last an, aber es sollte eigentlich ein Segen werden. Sogar in den ersten Jahren war es bei Jesus scheinbar nicht leicht, aber am Ende sind die Jünger wegen seiner Investition auch ohne ihn weitergegangen und seine Frucht hat auch danach weitergewirkt. Jesus selbst hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun. Ich glaube, das ist ein Zeichen von richtig guter Investition. Große Leiterschaft bedeutet, sie vervielfältigt sich. Und wir sind ja gerade in Dallas. Da gab es jemanden, Chad Hennings, das ist ein Footballspieler aus Dallas. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mich so ein bisschen gecoacht. Und er hat mir diese Geschichte erzählt, wie er einen kleinen Welpen hatte. Falls ihr euch erinnert, die Cowboys waren früher mal richtig gut. Also wenn ihr euch noch an die 90er erinnert, da waren sie richtig gut und haben Meisterschaften gewonnen. Und er war damals im Team. Aber er meinte, ich war einfach total beschäftigt. Wir waren ständig unterwegs mit Presseterminen, Reisen und Training. Und er meinte, meine Kinder waren oft zu Hause. Ich komme nach Hause und sie bitten mich die ganze Zeit, also Papa, das sind halt Kinder. Wir wollen unbedingt einen Hund haben. Du bist doch so oft unterwegs. Können wir bitte einen Hund haben? Und er meinte, ich muss jetzt diesen Hund kaufen. Mir reicht's. Ich kaufe ihnen einen kleinen Welpen. Und er meinte, am Anfang ist es mit so einem Welpen wie mit einem kleinen Kind. Er ist ausgelassen, begeistert, pinkelt überall hin, sucht nach Futter und lernt, das Sofa nicht anzuknabbern. Und dann, nach ein paar Jahren, wird der Hund älter. Er kennt die Regeln. Er wird langsam ein bisschen weiser. Und er meinte, dann wurde der Hund richtig alt. In Hundejahren waren das, glaube ich, 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. Er sagte, der Hund war richtig langsam, fast schon träge. Er sagte, du weißt ja, wie das ist, wenn man die Tür öffnet und jemand ins Haus kommt und wie der Hund, also nicht alle, aber viele die Person anspringt und bellt. Er meinte, der Hund hat früher ständig gebellt. Jetzt, wenn jemand Neues vorbeikam, lag er einfach auf seiner Matte. Er hat dann einfach hochgeguckt und so nach dem Motto gefragt, na, was gibt's? Und dann ist er direkt wieder eingeschlafen. Und ich erzähle euch diese Geschichte, weil das, was er gesagt hat, interessant war. Dieser Hund war am Ende seines Lebens angekommen. Sie sind mit ihm zum Tierarzt gegangen. Da hieß es, also dieser Hund hat wahrscheinlich nur noch 1 Jahr, höchstens 2. Also haben die Kinder gesagt, kick ihn mal, Papa, unser Hund ist jetzt schon ziemlich alt. Er ist echt ziemlich langweilig geworden. Er spielt gar nicht mehr mit uns. Also haben sie gesagt, hey, können wir einen neuen Hund bekommen? Und dann haben sie tatsächlich einen neuen Welpen geholt. Und das Entscheidende an der Geschichte ist, dieser neue Welpe hat viel neues Leben in den alten Hund gebracht. So ein Welpe will einfach spielen. Der Welpe wollte was fressen. Der Welpe wollte nach draußen gehen. Und sie sagten wirklich, das ist eine wahre Geschichte. Sie sagten, der kleine Welpe hat den Hund wieder zum Spielen gebracht, wieder rauszugehen. Er hat ihm gezeigt, wo er hingehen muss, um sich zu erleichtern, wo es Futter gibt, all solche Sachen. Und sie sagten, der Hund hat noch mehrere Jahre gelebt, viel länger als der Tierarzt gedacht hatte. Der Tierarzt war überrascht. Und er hat scherzhaft gesagt, weißt du, ich glaube, es lag daran, dass der kleine Hund den Alten einfach nicht sterben lassen wollte. Der Welpe hat dem alten Hund wirklich neuen, frischen Lebensgeist gegeben. Neuanfang statt Ruhestand. Ja, genau. Er hat es so gesagt, du kannst einem alten Hund doch neue Tricks beibringen. Man sagt ja, einem alten Hund bringt man keine neuen Tricks bei. Aber er hat gesagt, und ich würde das auch sagen, du kannst einem alten Hund sehr wohl einen neuen Sinn geben. Und ich glaube, wenn man junge Menschen ins Leben einbezieht, ich sehe immer wieder, wenn Leute in die nächste Generation investieren, dass da ein ganz neuer Schwung und eine neue Bestimmung in das kommt, was Gott mit ihnen tut. Wunderschön. Das ist richtig gut. Und ich möchte dich ermutigen. Wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was deine Geschichte ist oder was dein Ziel ist, dann ruf doch einfach unsere Gebetshotline an und lass einen unserer geschulten, glaubensstarken Gebetspartner mit dir darüber beten. Ich finde es richtig stark, wenn man jemanden hat, den man einfach jederzeit anrufen kann und sagen kann, hey, damit tue ich mich gerade schwer. Oder vielleicht hast du jetzt diese Sendungen verfolgt und dachtest, sowas habe ich gar nicht. Ich habe keine Gemeinschaft, ich habe keinen Mentor oder jemanden, der mich im Glauben begleitet.
Ich habe niemanden, den ich begleiten oder fördern könnte. Und du fühlst dich einsam. Ruf unsere Gebetshotline an. Lass für dich beten. Du musst das nicht alleine machen. Und danke an unsere Partner, die es möglich machen, dass unsere Gebetshotline für jeden Anrufer kostenlos ist. Wir werden dich nicht um Geld bitten. Wir beten gemeinsam mit dir. Wir bleiben mit dir verbunden. Und es ist uns einfach wichtig, dass du weißt, wir lieben dich. Und ich fühle mich wirklich geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem guten Freund Grant zuzuhören. Greg, ich finde deine Gedanken richtig gut. Ich hoffe wirklich, dass die Leute das hören und für sich selber anwenden können. Und morgen gehen wir noch mehr in die Tiefe. Ein neuer Tag. Worüber sprechen wir morgen? Ja, also morgen schauen wir uns genauer an, wie ansteckend und vor allem wie anziehend es für die jüngere Generation ist, wenn diejenigen, die vor ihnen gegangen sind, immer noch so einen radikalen Glauben leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Courtney. Das sind Grant Skeldon und Greg Stevens. Und wir wollen euch daran erinnern, Gott liebt euch. Wir lieben euch. Und Jesus ist Herr. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich freue mich total, dir die überarbeitete Lifeline-Serie meiner Großeltern Kenneth und Gloria Copeland vorzustellen. Wenn Probleme auftauchen, ist es einfach so wichtig, direkt einen Plan zu haben, wie man damit umgeht. Genau dafür gibt es diese 6-teilige Buchreihe. Das ist eine umfassende, auf dem Wort Gottes basierende Hilfe, die Gläubigen praktisch zeigt, wie sie Gottes Verheißungen im Alltag anwenden können. Diese Bücher behandeln die wichtigsten Lebensbereiche, in denen Gläubige sich Durchbruch und nachhaltige Veränderung wünschen. In diesem Paket findest du Bücher zu Themen wie Glaube, Heilung, Gebet, Sorgen, Finanzen und Beziehungen. Du kannst ein einzelnes Buch kaufen oder das ganze Paket nehmen. Dieses Paket bietet nicht nur Inspiration, sondern gibt Gläubigen auch ganz praktische Schritte an die Hand, um im Glauben dran zu bleiben und geistlich zu wachsen. Wenn du ein Exemplar haben möchtest, besuche einfach unsere Webseite oder rufe die Nummer an, die jetzt eingeblendet wird. Holen Sie sich das Spiritual Action Plan Paket heute für 54 Pfund. Außerhalb Großbritanniens bitte wegen Versandkosten anrufen. Sie können auch auf der Webseite vorbeischauen oder unter 01225787310 anrufen. Jedes Paket gibt es auch einzeln für 9 Pfund. Ganz gleich, ob Sie Heilung, Wiederherstellung in Beziehungen, einen finanziellen Durchbruch, Freiheit von Angst suchen oder im Glauben wachsen möchten. Lassen Sie sich stärken, damit Sie Gottes Willen mutig umsetzen. Für weitere Infos kontaktieren Sie Ihr örtliches Büro. Laden Sie die Believers Voice of Victory Broadcast Studiennotizen auf der Webseite herunter. Sammeln Sie wöchentlich Notizen für Bibelgruppen. Nutzen Sie die Gliederung als Vorlage fürs Lehren. Besprechen Sie Bibelstellen und Schwerpunkte gemeinsam mit Ihrer Gemeinde. Greifen Sie auf alle Lehren der Believers Voice of Victory Sendung zu. Die gesamten Notizen der Woche finden Sie heute auf der Webseite. Willkommen im Study Center for Victory. Klick auf Starte hier, um deine Glaubensreise zu beginnen. Entdecke beliebte Inhalte und erfahre, wie dir die Webseite helfen kann. Nutze Finde eine Gemeinde, um eine bibelgläubige Kirche zu finden. Wir möchten deine Fragen beantworten und dich täglich in Familie, Finanzen und Gesundheit unterstützen. Stöbere durch unsere Ressourcen zum Schauen, Lesen, Beten und Bekennen. Kenneth Copeland Ministries ist da, um dir zu helfen, geistlich zu wachsen und tagtäglich im Sieg zu leben. Stärk deinen Geist mit Gottes Wort. Besuch die Webseite, um die Believers Voice of Victory Sendung anzuschauen oder herunterzuladen. Lies glaubensstarke Artikel im Believers Voice of Victory interaktiven Magazin oder in unserer täglichen Andacht Vom Glauben zum Glauben. Alles kostenlos verfügbar. Sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.